Hallo und herzlich willkommen hier bei Kuma Games. Ein bisschen anderes Setting hier, aber ich wollte sicher gehen, dass das Stück hier, worum es heute geht, im Vordergrund ist. Nicht die PlayStation VR 2, sondern diese AMVR Charging Station bzw. Ja, Docking Station für die Controller bzw. Stand für die PSVR 2. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht zu einem China-Produkt, das ist auch ein China-Produkt, aber irgendwie ein No-Name-Produkt, von dem ich noch nicht viel gehört hatte. AMVR ist ja uns schon länger bekannt. Und ich dachte mir, ich frage nach, ob die mir das Ding schicken, weil das ist, glaube ich, eins der meistgekauften PSVR 2 Ständer bzw. Controller-Ladegeräte. Und ich war ja nicht begeistert von dem Original. Guck ein Video dazu auf jeden Fall an und musste das einfach mal vergleichen, weil ich glaube, das ist eins der ältesten und wahrscheinlich meistgekauften. Und ja, was ist hieran besonders? Eigentlich gar nichts. Das ist ein ganz normaler Stand und ich wollte einfach nur im Detail darauf eingehen, wie ich das vergleiche quasi zu dem, was ich schon besitze. Und hier muss man sagen, das ist ein sehr aufgeräumter Stand. Es ist sehr kompakt insgesamt, ist natürlich für den Stauraum richtig gut, wenn es einmal kompakt zusammengeführt ist. Allerdings ist es dadurch eben auch nicht so gut zu erreichen. Die Controller müsst ihr halt schon gucken, ne, dass wenn ihr die reinmacht, dass die hier nicht irgendwo gegenkommen. Aber das sind jetzt eher Jammern auf hohem Niveau. Insgesamt finde ich sehr gut, wie kompakt das ist. Ich gucke hier mal, dass ihr gut sehen könnt. Geladen wird das Ganze wie bei dem anderen Stand oder bei den meisten mit so Magnetverbindungen hier. Die werden dann angesteckt. Es gibt immer zwei Paare, also insgesamt habt ihr 4 Stück, falls man wahrscheinlich 2 Controller-Paare besitzt. Ich weiß zwar nicht, ob man das macht, aber es sind auf jeden Fall immer welche dabei. Bis jetzt gibt es noch keine Möglichkeit, PSVR 2 Controller zu laden, aber es gibt bestimmt ein paar Enthusiasten, die würden einfach 2 Paare kaufen, um die Hot zu swappen. Die gehen hier super geil rein, also das hatte ich ja kritisiert am Original. Hier kann man die richtig schön reinsnappen, die Magnethalterung funktioniert super, sogar blind, also relativ, ich gucke jetzt nicht direkt drauf. Das funktioniert so ganz gut. Diese kleinen Bereiche hier leuchten, also es ist jetzt nicht so farbenfroh wie das Gerät, was ich vorher hatte. Die leuchten orange und blau. Orange leuchten die, wenn sie laden. Blau leuchten sie, wenn die Controller voll sind. Viel mehr braucht man, glaube ich, auch nicht. Und ja, das ist ganz unaufgeregt zusammengesteckt. Das sind 3 Teile. Ihr habt hier das obere Stück, ihr habt dieses Metallstück und den unteren Bereich. Das Ganze wird mit USB-C angeschlossen, was ich ja auch bei dem Original kritisiert habe. Da war ein extra Netzteil. Das hier könnt ihr per USB-C einfach an jede x-beliebige, an jedes x-beliebige Handy-Ladegerät oder wie auch immer anstecken oder sogar direkt an die PS5. Was ich hier nicht so gut fand, kommen wir mal dazu. Also ich finde das Ding insgesamt erstmal vollkommen in Ordnung. Ist die Gewichtverteilung. Also es ist schon sehr ja, rücklastig, also das Gleichgewicht ist nicht unbedingt optimal. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, seht ihr, kann es schon nach hinten kippen. Jetzt gerade ist es kein Problem. Wo es ein Problem werden kann, ist, wenn ich ein Gegengewicht habe. Ich habe ja normalerweise hier so ein Gegengewicht hinten dran und dann kann es schon deutlich nach hinten kippen. Das ist so ein bisschen schade. Was eben auch stört, ist, wenn man diese Gewichthalterung hinten hat. Das ist jetzt natürlich nur ein besonderer Fall. Dann wird hier unten auch der Bereich verändert, sag ich mal. Denn diese Charging Stand hat hier quasi eine Art Schlitz, wo die PSVR 2 gut rein snappen kann. Zumindest ist es so gedacht. Und dann hält die quasi hier fest. Wenn ihr da diesen Stoff mit dem Gewicht dran macht, dann hält das Ganze nicht mehr so gut. Dann kann das hier so mal rausflippen. Das Problem hatte ich aber bei dem anderen Stand auch. Das müsst ihr nur bedenken, aber insgesamt, ihr seht es ja, ich wackel daran rum. Das steht so schon ganz gut. Ich persönlich hätte nur es gerne gehabt, wenn es insgesamt einfach das ganze Gerät richtig schön festhält. Auch hier vorne liegt es einfach nur drauf.
Es ist jetzt nicht so umschlungen, sage ich mal. Aber es ist vollkommen okay. Ihr seht, ich wackel hier daran rum. Die PSVR 2 fällt jetzt nicht so schnell um. Als Katzenbesitzer muss man da immer ein bisschen aufpassen, dass die Sachen auch wirklich sicher fest sind. Ja, abgesehen davon gibt es nicht mehr viel zu berichten. Ich finde den Stand ganz gut. Der sieht auch vom Finish her genauso aus wie die PSVR 2. Und wie gesagt, finde ich am besten daran, dass es relativ kompakt in der Gesamterscheinung ist. Viel mehr gibt es auch, glaube ich, nicht zu einer Charging Station zu sagen. Das ist alles gut. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie schnell das Ganze geladen wird. Das hängt auch bestimmt vom Netzteil ab. Aber für mich reicht es, wenn ich nach einer PlayStation die Controller auflade, dass ich nach ein paar Stunden wieder loslegen kann. Das war's von mir. Ich hoffe, dieses Video konnte euch weiterhelfen. Wenn dem so ist, dann lasst doch mal ein Like und ein Abonnement da und schreibt mir in die Kommentare, welche Tipps ihr so für die PSVR 2 habt. Habt ihr eine andere Charging Station, die ihr empfehlen könnt? Ich habe jetzt 2, die relativ beliebt sind, jetzt ausprobiert und es gibt noch nicht das Perfekte, glaube ich, aber die sind alle soweit in Ordnung für mich. Und ja, wird mal Zeit, dass ich ein bisschen mehr PSVR 2 auch zocke und das Ding nicht nur schön abstelle. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.